Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin unterwegs nach Tet. Das heißt, auf dem Tet, nach Tet, Teti, Tet. Ach, da gibt es verschiedene Aussprachen. Es ist hier noch asphaltiert. Ich bin 15 Kilometer aus Shkodra raus. Ein hübscher Canyon hier unten. Ja, und ich mache jetzt diesen Rundtrip. Also ich fahre da nicht in Tet weiter Richtung Montenegro, sondern fahre jetzt einfach Tet hoch. Das ist die Südseite, die dann unbefestigt ist. Ab Tet selbst ist dann wieder befestigt. Vor 5 Jahren war ich da mit der Triumph oben, das heißt, die andere Seite bis zur Passhöhe war damals schon asphaltiert, runter nach Tet war damals noch unbefestigt. Das ging ganz ordentlich. Mit der Triumph weiter, da fehlte mir die Zeit, vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung, der Mut. Aber ich denke, heute, auch mit ein bisschen weniger Gepäck, müsste das machbar sein in einem Tag. Das sind ja 170 Kilometer oder so, davon wahrscheinlich 50 Offroad, 60. Teilweise richtig hartes Offroad, das weiß ich. Also da wären 2, 3 Stellen. Der Rest müsste fahrbar sein, hat man mir gerade gestern auch wieder gesagt. Dann habe ich das auch mal abgebucht auf meiner To-Do-Liste. Ich bin gespannt. Das war's vom Tet Albanien hoch über Tet. Schon verrückt. I love it. Da meinte doch der eine Pole Katastrophe. Ich bin sowas von ausgepowert, ey. Das Schlimmste. Es ist einfach so schön. Wow, wow, wow. Runter kommen sie immer. Ah, yes. Der Tet hoch über Tet da unten genau. Ich bin jetzt in Brekal und jetzt beginnt der unbefestigte Teil. Jetzt wollte ich da noch Tet das Ziel eingeben. Weiß jetzt nicht, was der meint. Da bitte wenden 96 Kilometer. No? Das wäre viel. 96 Offroad bis dahin. Kann ich mir jetzt offen gesagt nicht vorstellen. Da stimmt was nicht in der Routenprogrammierung. Ich habe jetzt im Garmin einfach Tet als Ziel eingegeben. Da meint er noch Route nicht erlaubt mit dem Fahrzeug. Ich weiß nicht, was der da für einen Umweg berechnet. Da stand auch ein Schild von wegen Baustelle. Ich hoffe, ich komme da trotzdem lang. Das wäre dann dümmer. Das würde mich ärgern. Okay. So, Baustelle passiert. Und hier wird, glaube ich, gebaut schon für den nächsten Asphaltabschnitt, so wie ich das interpretiere. Also das ist schon mit ein Grund, dass ich das jetzt noch fahren wollte. Sobald oder einfach solange das noch geht, Offroad. Das ist ja auch schön, wenn es asphaltiert ist von der Natur her, aber als Erlebnis, ich glaube, das musste man mal gemacht haben. Ja, davon wusste ich jetzt nicht, dass das eine Baustelle ist. Da haben jetzt der Sven nichts gesagt. Jetzt war es schon das erste Mal ziemlich grob schottrig. Ja, etwa so. Schon das erste Mal Schwitzen angesagt.
Zum Glück bin ich Brillenträger. Ja, man könnte auch das Visier runter machen, dann schwitzt er noch mehr. Aber da hätte ich jetzt einen Dorn im Auge gehabt, einen Ast voller Dornen. So, und vorhin, oder jetzt habe ich die Route neu berechnet. Es sind noch 49 Kilometer bis dort. In dem Sinn bin ich zuversichtlich, da ich ja vorgestern 120 Kilometer Offroad gemacht habe an einem Tag. Ja, das wurde mir auch geschildert, dass es dann doch da und dort zwischendurch ein bisschen einfachere Abschnitte gibt, wo man sich ausruhen kann. Nimmt man gerne mit. Schon sehr schön, diese Berge. Jetzt war ich eigentlich davon ausgegangen, dass da recht viel Verkehr ist. Was vom Fahrerischen her ist mir das natürlich recht, bin ich da nicht dauernd eingestaubt und so. Aber trotzdem, falls mal was wäre. Hatte ich da eben was für einen Gegenverkehr gesagt? Die kommen jetzt aber halbwegs in einem günstigen Moment. Ich bin bedeutend langsamer unterwegs als erwartet, muss ich gestehen. Also jetzt sieht das Wetter ja wieder gut aus hier. Kein Stress. Von der Zeit sollte das locker hinkommen. Und jetzt geht es dann ein paar Serpentinen hoch. Also wenn ich weiterhin 20 fahre, dann brauche ich noch 2 Stunden. Das hatte der unten an der Tankstelle gesagt, in Škoda Motorrad 2 Stunden. Bin jetzt aber schon eine Stunde unterwegs. Na, ich lasse mich jetzt nicht hetzen. Sind mir jetzt 2 Einheimische mit 4x4 entgegengekommen. Das sah so ein bisschen Taxi-Busmäßig aus. Aber das waren echt so 6 Plätze, vielleicht 8 Plätze. Aber ich weiß, die fahren das auch mit den Mercedes-Bussen hier. Das ist schon verrückt. Das müsste reichen. Ach Gott. Der schleppt einen ganzen Container mit. Hallo. Hallo. Ist alleine oder so? Jo, nee, ich bin alleine. Okay. Sollte gehen. Super, danke. Es ist unglaublich. Also der hat dann nicht viele Möglichkeiten, um zu kreuzen. Ich bin jetzt echt froh, habe ich da eine super Stelle. Oh, und jetzt geht's aber gerade ziemlich zur Sache. Ja,
Solange es nicht lose ist. Das passiert mir doch dann und wann bei der Aprilia auch. Beim Hochschalten, dass ich da zwischen die Gänge komme. Ah, da ist ein spitzer Stein. Da habe ich die erste doch ein bisschen spät gesehen. Ah, gehen wir da rein. Oh. Falsche Seite, shit. Komm ich rüber? Gerade noch. Uff. Welche Seite? Hier. Oh, es geht an die Substanz. Hatte ich vorhin was gesagt von wegen 20, jetzt war ich 10, 15. Ja, das könnte sich noch ein bisschen hinziehen. Mir fehlen noch 36 Kilometer bis Tet und hier ist heftig, heftig, heftig und heiß. Boah, es ist 28, nee, jetzt bin ich an der Sonne gestanden. Jetzt zeigt die Aprilia 35 Grad. Als ich am Fahren war, waren es noch 28, aber es reicht, um gegrillt zu werden hier. So, mit ein bisschen Fahrtwind ist es wieder besser, aber ja. Ja, es ist also definitiv heftiger, als ich mir das vorgestellt hatte. Oh, jetzt kämpfe ich gerade unglaublich. Und wenn du so kämpfst, schlägt das auf die Muskeln. Ist mir also echt ein Rätsel, wie du mit vollgepacktem Varadero und Straßenreifen hier rüberkommst. Naja. Oder womit die Leute da diese Strecke auch immer fahren.
Ich merke total mit weniger Kraft, wie unsauber ich fahre. Nervt mich jetzt an mir selbst. Das zehrt dann nur noch mehr an der Kraft. Aber jetzt zu Beginn definitiv anders. Da war ich immer schön Herr der Lage. Ja, also das ist jetzt brutal heftig, finde ich. Und es wird noch schlimmer vom Hörensagen. Ist das nicht der schlimmste Teil? Wow. Mir verschlägt jetzt aber die Maschine auch sehr oft. Also sehe ich die Steine schlechter oder keine Ahnung. In 1,9 Kilometer abbiegen auf unbefestigte Straße. Geil. Da kommen sie mit der GS. Hi. How are you? Okay. Hard off-road. Hard off-road, yes. Good luck, huh? So, ich habe den ersten von, ich weiß nicht, ich meinte mal gehört zu haben, es wären 3 Pässe. Da klingt was seltsam, Benzinpumpe, es riecht auch nach Benzin. Wow. Mach mir keine Schande, es sind noch 30 Kilometer bis Tet. So, jetzt nehmen wir da die erste Abfahrt in Angriff und ich weiß jetzt ja eben nicht genau, wie viele Pässe das sind. Die 3 weiß ich jetzt nicht, ob sich das auch an den ersten Pass bezieht. Ich meinte, ich hätte sowas gehört von wegen 3, aber jetzt der oder der nächste oder so, der wäre mit sehr groben Steinen, sehr steil. Da hatten die Adventurists ihre Probleme, da hatte der Walle seine Probleme. Gucken wir mal, was der Dr. Traktor da für Probleme kriegt. Wir haben den nächsten Besuch. Der fährt mit dem Roller. Hi. How are you? I'm fine. Where are you from? From Poland. Poland, okay. With this one, everything good? Everything is good. Yeah, you seem happy. So, wish you good luck. Have a nice day. Yeah, bye bye. Ja, also ich zweifle dann schon auch an meinen Fähigkeiten, wenn der das schafft mit seinen kleinen Rädern, das sind glaube ich 15 Zoll an der Honda, wenn ich das nicht hinkriegen würde. Okay, der hat wenigstens seine Beine schnell unten. Ah, jetzt kann ich mal ein bisschen abkühlen. Das ist kühler hier. Nur noch 28. Nee, die April hat da jeweils ein bisschen Verzögerung mit Temperaturanzeige, aber es ist echt angenehm jetzt gerade. Vorher da ziemlich am Überhitzen. Ich sehe wieder keine Steine. Doch, ich sehe Steine, aber nicht die in der Spur da im Schatten. Nee. Ich dachte zuerst wieder, das wäre so eine Abkürzung. Okay, das ist jetzt schon crispy. Ja, passt. Also ich mache das viel lieber bergunter. Da kann man es einfach rollen lassen. Ist das das bekannte Café, das man aus so vielen Videos kennt? Scheint mir. Leider zu spät angehalten, um die andere Kamera auch anzuwerfen. Das könnte sein, dass das jetzt dieses Stück ist. Ja, jetzt ist der andere da. Bei diesen Absätzen natürlich schon im Nachteil wegen der Clearance, also Bodenfreiheit, Federweg. Da sind einige Absätze drin. Und ich werde irgendwann total besoffen von den Benzindämpfen. Das ist ein spezielles Doping. Ich hatte das vor 2 oder 3 Tagen.
Tag darauf überhaupt nicht. Jetzt habe ich es wieder. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wow, wow, wow. Wenn du nichts siehst, einfach das Motorrad den Weg finden lassen in der Falllinie. Das ist eben runter, wie ich finde, einfacher als hoch. Runter kommen sie immer. Ja, also das ist ja schon heavy. Das wird schon dieses Stück sein, meinte ich. Wie der das jetzt mit dem Roller gemacht hat, keine Ahnung. Echt nicht. Okay, wie gesagt, die machen das auch mit den Mercedes-Bussen, meinte ich. Aber Sven, du hattest recht. Also ich fahre jetzt bestimmt viel lieber hier runter als hoch. Ja, das war jetzt heavy. Also, es ist ja noch nicht vorbei. Ja, aber gut, habe ich das nicht gemacht vor 5 Jahren mit der Triumph in diese Richtung, also in die entgegengesetzte Richtung. Es ist schon hübsch, ne? Und yes! Da reicht die Clearance. Wow! Ist schon verrückt. Eben gerade 2 deutsche Pärchen getroffen mit ihren Campern. Die meinten, es gehe gar nicht mehr bis Tet unbefestigt, sondern bis etwa 10 Kilometer davor. Das heißt, ich habe noch 14 Kilometer oder so. Zeitlich habe ich ein bisschen vertrödelt. Ich bin entweder nicht so schnell unterwegs, zu viele Aufnahmen gemacht oder was auch immer, zu viel angehalten. Auf geht's! Also da oben, da waren schon auch immer wieder sehr heftige Abschnitte und ich bin echt froh, habe ich von Sven den Tipp bekommen, hier die Route so zu fahren. Okay, das war eigentlich mein Plan, aber da hat er mich jetzt gerade drin bestärkt. Ich meinte, da hinten müsste Tet sein, wenn ich mir jetzt die Berge angucke. Habe ich mich gerade erinnern können. Nee, die sehen nicht immer gleich aus, die Berge.
Also hübsch mal ein paar entspannte Meter. Die einfachsten bisher. Da war vorhin so ein einfacher Weg und plötzlich waren hier wieder unglaubliche Absätze, also richtig schwer. Und da habe ich 3 Polen getroffen, die warten noch auf Kollegen, auf ihren GSen. Und wenn ich mir das anschaue, bin ich froh, muss ich nicht mit einer GS hier hoch, weil da waren jetzt gerade eben 2, 3 Absätze. Ja, also Stufen, 20 cm oder so. Richtig heftig hier nochmal. Das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Da meinte doch der eine Pole Katastrophe. Und ich meinte noch, das wird noch schlimmer. Aber das ist jetzt doch das Schlimmste. Wow, wow, wow. Da sind sie. Wow, wow, wow. Okay, das war jetzt, oder ist das Heavy-Stück, das Sven beschrieben hat. Und auch der Wale. Ja, das ist zum Glück nicht hoch. Das ist eine Hodja-Autobahn wieder, wie ich das nenne. Ach du Scheibe. Ja, in die andere Richtung hätte ich, glaube ich, aufgegeben, muss ich jetzt gerade gestehen. Aber wie der das mit dem Roller hier hoch schaffte, ich hätte da gerne zugeschaut. Und die haben das jetzt doch auch schon recht weit geschafft. Mit den GSen. Fuck, heavy, heavy. Das ist jetzt das Schlimmste, was ich je gefahren habe. Das ist auch echt der Pic Negre, ein Scheiß dagegen. Und das Stück in Sardinien, was ich als das härteste Offroad angegeben hatte, auch das gestern, kein Vergleich. Und eben, bei mir geht jetzt halt runter einfacher. Andere würden lieber hoch. Nee, ich nicht. Runter hast du viel weniger Kampf mit dem Momentum. Ich kann das auf der Bremse viel besser dosieren. Vom Gewicht bist du auch besser am Lenker. Was hat der das mit der GS mit 5 Koffern oder sowas gemacht? Also zieh echt den Hut vor jedem, der das irgendwie schafft. Auf 2 Rädern, auch auf 4. Wow. Heavy, heavy, heavy. Da bist du so getäuscht, weil es da irgendwie 2, 3 Kilometer so easy den Berg runter ging und dann kommt noch mal so ein Stück. Bin also ziemlich geschafft.
Grande Finale? Ja, keine Ahnung. Kommen ja doch noch solche Auffahrten. Jetzt habe ich mich schon auf den schönen Kiesweg eingestellt. Die grinsen nur, geil. Doing, das war ein Heavy-Knall. Ja, Leute, es geht mir jetzt echt an die Kondition, an die Kraft. Ich möchte jetzt einfach, da bin ich jeweils ein bisschen krass, aber den durchziehen. Es ist geschafft. Es ist geschafft. Ich bin geschafft. Aber sowas von wow. Schatten abkühlen. Wow, ich bin noch nicht in Ted. Da fehlen jetzt echt noch 13 Kilometer. Aber es ist Asphalt. Erstens kommt es anders. Und zweitens, als man denkt. Es ist immer noch Offroad, es geht dann doch noch ein Stückchen anscheinend und gerade eben noch mal richtig heavy. Und war ich jetzt überhaupt nicht darauf vorbereitet, ich bin auch echt fertig. Also ich habe mir irgendwie in der Schulter wohl eine Zerrung geholt bei einer dummen Bewegung. Ich bewege mich jetzt ganz schlecht und habe echt keine Power mehr. Es waren jetzt 6 Tage Offroad am Stück, war zu viel und das merke ich jetzt. Also schauen wir mal, dass wir da noch heile nach Ted kommen. Auf Asphalt sollte das kein Problem mehr sein, aber jetzt gerade bin ich schon sehr fertig. So für eine Kiesstraße wird es noch reichen, aber da eben war noch mal so ein kurzer, heftiger Anstieg im Geröll. War ich so nicht mehr bereit für. Ich habe jetzt zwar irgendwie 20 Minuten oder eine halbe Stunde Pause gemacht, im Schatten mich ein bisschen runtergekühlt, aber was gegessen endlich, ein bisschen Energie getankt. Ja, noch nicht gereicht.
ist die Bergwelt schön hier hinten. Das mag ich jetzt ja überhaupt nicht. Ich meine, ich mag das grundsätzlich nicht, aber schon gar nicht so ausgepowert. Ach. Ah. Ich bin sowas von ausgepowert, ey. Shit. Doing. Auch ein Nasenstiebe von einem Dorn. Da ist ja ordentlich was los hier. Also wenn das Navi mir anzeigt, wo die Straße... Ah, da ist der Asphalt. Okay. Wo der jetzt auch immer herführt. Ich glaube zum Blue Eye oder wie das auch immer heißt, eine Quelle. Naja, ich bin auf Asphalt, definitiv. Jetzt sind es noch 80 Kilometer zurück. Und ich habe inklusive Pausen, Fotostops, knapp 5 Stunden, 4¾ Stunden gebraucht. Sicher eine halbe Stunde Pause, was gegessen, getrunken, da und dort mal einen Chat mit Leuten gequatscht. Knapp 4 Stunden Fahrzeit waren das schon für mich.
Ist schon heavy. Und das waren jetzt wahrscheinlich 45 Kilometer Offroad. Ich würde behaupten, ja, wahrscheinlich das härteste, was ich gemacht habe je. Und jetzt bin ich dann gespannt, wie Ted aussieht. Ich glaube, früher war das eine sehr, sehr heikle Stelle hier, wie ich das aus Filmen kenne. Bevor das asphaltiert war, war das wohl noch so eine Schlüsselstelle. Es ist einfach so schön. Die Landschaft ist so atemberaubend. Es ist wunderbar auf Asphalt. Da kannst du auch eher mal ein bisschen rumgucken, die Berge angucken. So, und jetzt geht's links hoch, Richtung Škodra. Wow. Ja, das ist jetzt ja nicht sehr appetitlich. Ted, der Ort. Da standen vor 5 Jahren 4 Häuser. Wunderschön, diese Berge. I love it. Aber es ist hart verdient, sich das anzugucken. Man kann es einfach haben. Auf der Asphaltstraße, Passstraße über den Berg, werde ich jetzt zurück machen. 75 Kilometer bis Škodra. Liebe Leute, das war's vom Ted Albanien hoch über Ted. Der Ted hoch über Ted da unten genau. Mein letzter Tag heute von 6 Fahrtagen. Saranda, Vlora, Berat, Peškopi, Škodra und jetzt die Runde nochmal Škodra. Es war schön, es war hart, es waren etwa 300 Kilometer Offroad, also nicht wenig, aber es war vor allem hart. Härter als was ich bisher kannte, jetzt vor allem auch heute. Oder ich merke es halt auch die 6 Fahrtage am Stück. Vorgestern 120 Kilometer, gestern irgendwie 50, heute 50. Es geht schon in die Knochen. Aber es hat Spaß gemacht und die Natur hier, was soll ich sagen, es ist einfach geil. Einfach schön, da lohnt es sich ein bisschen zu leiden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei, wie ich meistens. Manchmal war es ein bisschen viel, aber naja, schön war's. Ich weiß jetzt nicht, ich fahre natürlich eine Woche zurück in die Schweiz, Adria hoch irgendwie, da werde ich nichts filmen. Meine nächsten Filme, wo die aufgezeichnet werden, meine nächsten Videos, habe ich keine Ahnung, keine Pläne. Da schauen wir mal, was kommt. Ich hoffe, ihr bleibt dran auf dem Kanal. Und so mache ich mal Winke, Winke und zeige euch mal, wo ich stehe.
return to home.